Wie kann ich mit schwarzen Stiften das weiche, weiße, luftige, fliegende von der Pusteblume aufs Papier bringen? Im März und Anfang April habe ich Löwenzahn und Pusteblumen beobachtet und gezeichnet. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Barbara Grünenfelder, ich gebe Urban Sketching Kurse in der Region Bern und online seit mehr als 12 Jahren und auch sonst kreative Kurse. Ich zeichne gern unterwegs und in der Natur. Und in diesem Video geht es so um eine Löwenzahn-Illustration und um den Weg, wie ich mich herangetastet habe an dieses verwurzelte und luftige Wesen. Hier probiere ich unterschiedliche Stifte aus, Füllfederhalter, manchmal mit der normalen Seite von der Feder unten und hier jetzt auch mit der Oberseite unten, das gibt eine viel feinere Linie. In der oberen Reihe sind noch so geschlossene Löwenzahnblüten. Da habe ich zum Teil auch mit Wasserpinsel vermalt. Jetzt folge ich beim Löwenzahnblatt der Kontur. Und hier vermale ich mit dem Wasserpinsel die Kante, die ich gerade vorhin gemalt habe, nach außen, damit es so einen Schatten gibt. Hier ist wieder eine Kontur, die Flecken, die so dieses eine besondere Blatt ausmachen und wieder mit Wasserpinsel für den Schatten, den das Blatt wirft, und das gibt auch gerade so Räumlichkeit, als ob es auf dem Papierblatt liegen würde. Auch andere schattige Bereiche. Jetzt habe ich noch einen anderen Füllfederhalter und folge allen Linien, die ich bei dieser Knospe da sehe. Ich bin schon ziemlich im Fluss von diesen paar Blättern und treffe diese geschwungenen Kelchblätter sind das, glaube ich. Also ich male da eigentlich mit wasserfester Tinte, aber weil ich so zügig dran bin, reicht es nachher auch, das noch mit dem Wasserpinsel zu vermalen. Hier ist die Tinte noch feucht, deshalb geht es. Bei wasserfester Füllertinte ist das Zeitfenster sehr kurz, wo das geht, aber hier habe ich Glück gehabt. Endlich sind die Löwenzähne zu Pusteblumen geworden, gerade die ersten in meinem Balkonkistchen, und ich kann beobachten, wie diese Fallschirmchen fliegen. Das ist mein zweiter Ansatz für die Pusteblumen. Ich habe hier einen dünnen Fülli, wo ich mit der breiten Seite der Feder so recht feine und mit der oberen Seite der Feder sehr feine Linien bekomme. Und ich schaue hier auch eine Pusteblume von nah an. Rechts oben habe ich einen Entwurf so für Layout mal ausprobiert, weil es doch eine Weile geht, bis all die kleinen Fallschirmchen da gezeichnet sind. Da wollte ich mal das Layout schon haben. Hier habe ich Punkte gemacht, auch damit ich mich ein bisschen orientieren kann mit den Abständen von den Fallschirmchen. An der Außenseite sieht man sie so von der Seite, da wirken sie relativ flach. Oben ist eine, die ist schon ein bisschen herausgeflogen. Sie sind auch je nach Luftfeuchtigkeit unterschiedlich eng zusammen oder recht flach.
Ich gehe hier von der Mitte aus und zügig nach außen, auch um einfach die Linien möglichst fein zu halten. Und hier sieht man jetzt diese Fallschirmchen auch von oben und auf die Mitte zu vom Köpfchen wirken sie wie sternförmiger, breiter, nicht so flach wie am Rand. Ich ergänze da eins nach dem anderen, auch die Stiele dazu. Dann wieder das, was da zur Mitte vom Löwenzahn gehört. Es hilft sehr, für diese Linien auch das Blatt zu drehen, sodass es möglichst gut von der Hand geht. Das gilt vor allem für die ganz feinen Linien von diesen Fallschirmchen. Ich schätze es auch, dass ich diese Fallschirmchen in die Hand nehmen kann, genau anschauen kann. Es ist ja nichts Überraschendes, wie sie aussehen, aber so die unmittelbare Beobachtung macht doch etwas aus. Hier geht es mit der nächsten Pflanze weiter. Mit den Kelchblättern. Hinter dem Bereich, den du da siehst, habe ich den Laptop mit Fotos und Videos von diesen Pusteblumen auf meinem Balkon und da zeichne ich ab. Also ich schaue einerseits auf dem ersten Versuch und andererseits auf diesem Foto, das ich da gemacht habe oder auf dem Video. Ich folge den Linien, die ich sehe. Ich drehe das Blatt wieder so, dass es mir möglichst gut von der Hand geht, dass es mir leicht fällt zu zeichnen. Hier ist wieder das Fallschirmchen ein bisschen von der Seite, deshalb ist die Ausdehnung nach rechts und links größer als nach oben und unten, eben weil wir es ein bisschen von der Seite sehen. Das ist bei den meisten von diesen fliegenden Fallschirmchen da der Fall. Dieser Löwenzahn hat noch gelbe Blütenblätter und dieses Fallschirmchen ist von einem anderen Löwenzahn darauf gelandet. Das ist das Foto, wo ich eben diese Blüte abzeichne. Und die dritte Pflanze. Wieder mit der breiten Seite für das Köpfchen. Hier folge ich jedem einzelnen Kelchblatt, weil jedes ist auch anders gebogen und ausgerichtet. Das macht auch die Zeichnung lebendig. Jetzt gehe ich so ein bisschen überall über die Zeichnung, also ich schaue, wo fehlt noch etwas und ergänze das und bringe so
ja, die ganze Komposition ins Gleichgewicht. Schlussendlich ist mir dann diese Version aber doch zu schwer, zu dicht, zu dunkel und ich habe noch die Idee, für die solideren Teile einen breiteren Füli zu nehmen und für die ganz feinen Fallschirmhärchen den feinsten Feinliner, den ich habe. Das probiere ich in der nächsten Version. Hier deute ich die Rundung vom Köpfchen von der Pusteblume mit feinen Punkten an, ja, damit sie schön rund wird und das Köpfchen in der Mitte ist. Das gibt mir so eine Orientierung. Und jetzt kommt das Köpfchen in die Mitte. Ich mache die Linie gebrochen, weil zum Teil sind Samen dran und zum Teil sind es Punkte. Hier zeichne ich jetzt die Fallschirmchen in der Mitte, eben ziemlich sternförmig und am Rand außen, wo man sie von der Seite sieht, fast flach. Mir war so die letzte Zeichnung auch ein bisschen zu stachelig. Jetzt habe ich eine flachere Version von diesen Fallschirmchen, die eben fast eine T-Form haben. Und ich taste mich heran, welche Fallschirmchen ich da zeichnen muss, welche ich brauche für die runde Form und wo ich auch weißen Raum lasse für eben das Weiß und für das Leichte und Luftige. Hier deute ich wieder mit Punkten die Form von dieser Blüte an. Dann kann ich mich für die Details, für die Blütenblätter besser orientieren.
Oder auch schon mit den Fallschirmen anfangen, die da drauf geflogen sind. Von einer anderen Löwenzahnblüte. Hier gehe ich wieder über das ganze Blatt, also ich ergänze so das erdige Schwere in den Samen und ja, einfach verteilt über das Blatt, um das wieder möglichst ausgewogen zu machen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen von diesem Video. Zu mehr Urban Sketching Video geht's da, zu mehr Zuschauen beim Zeichnen geht's da und dieses Video könnte dich auch noch interessieren.